Am Studiengang interessieren mich am meisten die technischen Vorlesungen. Ich finde es total wichtig, dass man erstmal die ganzen Grundlagen hat. Ich finde es super cool, dass wir schon die Möglichkeit haben, auf Englisch zu studieren, weil das einfach die Angst nimmt, ins Ausland zu gehen, sei es jetzt im Studium oder später im Berufsleben. Ich bin Pauline und ich studiere Sustainable Engineering. Also für mich macht das Studium besonders, dass es das erste Studium ist, was Maschinenbau mit Nachhaltigkeit verbindet. Und das wollte ich von Anfang an machen, habe aber deutschlandweit keinen Studiengang gefunden, der das halt anbietet. Und als dann hier der SEP angeboten wurde, habe ich gedacht, das ist mein Ding, da muss ich hin. Ich bin Chiara, ich studiere Sustainable Engineering of Products and Processes oder auch kurz SEP an der TU Braunschweig. Erstmal fängt man natürlich mit den Grundlagen an, das heißt technische Mechanik, Ingenieursmathematik. Man hat aber auch schon ein paar Vorlesungen zur Nachhaltigkeit. Vor allem auch im wirtschaftlichen Bereich macht man da viel. Und später in den Spezialisierungen muss man dann halt gucken, wofür man sich entscheidet. Da kann man zum Beispiel in die Mobilität gehen, aber auch in Prozessdesign oder sowas. Ich bin der Lukas, ich arbeite hier im Institut für Energie- und Systemverfahrenstechnik und ich beschäftige mich im Bereich der Materialforschung für Batterien und Akkus. Im Rahmen meiner Arbeit versuche ich ein besseres Verständnis für die Batterien zu erlangen und somit dann auch die Robustheit und Langlebigkeit zu erhöhen. Ich verwende hier unterschiedliche Materialien, um verschiedene Batterietypen zu bauen. Diese Batterietypen untersuche ich dann, um herauszufinden, welche besonders robust und langlebig sind. Also neben Maschinenbauvorlesungen haben wir auch Wirtschaftsvorlesungen, wo wir betrachten, wie man nachhaltigere Gestaltung in verschiedenen Prozessen einbringen kann. Zum Beispiel, dass man Standorte gut plant, dass sie nachhaltiger sind mit kürzeren Transportwegen und dann die Produktion dementsprechend viel effizienter abläuft. Also es geht wie in einem klassischen Maschinenbaustudium erstmal los mit den Grundlagenfächern wie Mathe und technischer Mechanik. Aber wir hatten jetzt auch im ersten Semester direkt ein Modul zur Nachhaltigkeit, was dann den Unterschied zu einem reinen Maschinenbaustudium macht. Energiespeicher werden ein wichtiger Teil einer nachhaltigen Energieversorgung sein. Ich denke, der Studiengang SEP bietet den Studierenden eine Möglichkeit, hier anzuknüpfen und einen wichtigen Beitrag zu Produkten und Prozessen, aber auch in der Forschung und Entwicklung zu leisten. Für mich persönlich bedeutet Nachhaltigkeit, dass man verschiedene Aspekte in seinem Leben in Einklang bringt, was nicht nur Nachhaltigkeit für die Umwelt, sondern auch Soziales oder halt Menschen angeht, wenn man zum Beispiel ein Produkt kauft, dass man nicht nur darauf achtet, dass es der Umwelt keinen Schaden zufügt, sondern auch, dass die Menschen, die das herstellen oder die für alle Wege davor verantwortlich sind, fair bezahlt werden und eine gute Arbeitsumgebung haben. Nachhaltigkeit bedeutet für mich persönlich, dass wir durch unser Leben und Wirtschaften die Lebensgrundlage von anderen Menschen und kommenden Generationen erhalten. Bevor ich angefangen habe, hatte ich echt große Bedenken, ob mein Schulenglisch überhaupt ausreichend ist, aber dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass man den Vorlesungen trotzdem sehr gut folgen kann. Vor dem Studium hätte ich gern gewusst, dass man nicht so viel Stress sich zu den Klausuren machen muss. Man kommt da eigentlich trotzdem ganz gut durch. Ich würde den Studiengang jedem empfehlen, der sich vor allem auch für Maschinenbau interessiert, für den aber auch Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt im Leben ist und natürlich auch Lust hat, Sachen auf Englisch zu machen. Es gibt viele Möglichkeiten später dann für das Berufsleben und natürlich lernt man dann auch ein paar internationale Studierende kennen.